Hi zusammen. In diesem Video zeige ich euch, wie viel Geld man als Anfänger in Axie Infinity mit minimalem Aufwand verdienen kann. Falls du das Spiel noch nicht kennst, es ist ein rundenbasiertes Karten-Battle-Game, das derzeit mit das beliebteste Ethereum-Blockchain-Game ist. Bevor man starten kann, braucht man 3 Axies, die für dich kämpfen. Hier lohnt es sich meiner Meinung nach direkt in bessere zu investieren, da du langfristig mehr Kämpfe gewinnen und dadurch mehr Geld verdienen wirst. Ich habe hier für euch aufgenommen, wie lange eine Session benötigt, um alle 20 Energiepunkte zu verwenden. Diese laden sich nach einer gewissen Zeit wieder auf. Jeder Buy-in in eine Adventure-Runde oder ein PvP-Game kostet einen Energiepunkt. Jeder Rundengewinn im Adventure-Game oder im PvP bringt euch Small Love Potions, kurz SLP, die eine eigene Kryptowährung sind und später in andere Kryptowährungen oder in Geld umgetauscht werden können. Dazu später mehr. Ich starte immer mit 10 Adventure-Games und mache anschließend 10 PvP-Kämpfe, beziehungsweise so viele, bis ich mindestens 5 gewonnen habe. Das mache ich, weil es eine tägliche Aufgabe gibt, die genau das erfordert, damit man 50 extra SLP verdient. Hier siehst du, dass ich den Opt-in vergessen hatte, die ersten 2 Spiele wurden aber trotzdem mitgezählt. Im PvE-Modus spiele ich bis jetzt immer nur die Runde, in der 2 Gegnerwellen kommen, weil diese sich meiner Meinung nach am Anfang vom Preis-Zeit-Verhältnis am meisten lohnen. Man bekommt nur Erfahrungspunkte, wenn man Energie hat. Ihr könnt aber auch hingehen und hier den ganzen Tag SLP farmen. Je stärker die Axies werden, desto weiter kommt man in den Leveln und desto höhere Belohnungen bekommt man. Hier bekommt man für jeden Rundengewinn 2 SLP und es lässt sich gemütlich runterfarmen. Ihr könnt es auch im Fenstermodus spielen und etwas anderes nebenher machen. Das Spiel ist komplizierter und tiefgründiger, als es auf den ersten Blick aussieht, aber dazu kann ich mal ein separates Video machen. Spaß macht's auf jeden Fall. Hat man das erledigt, geht es in die Arena, um andere Spieler zu besiegen. Hier wird es schon schwerer und deshalb gibt jeder Sieg 7 SLP. Wichtig ist auch hier, dass ihr Energie habt, sonst gibt es keine Belohnung. Ja, so sieht ein Kampf aus und man versucht einfach die gegnerischen Axie zu besiegen. Jede Klasse hat seine Vor- und Nachteile und das versucht man mit der Kartenauswahl auszunutzen und ja, wie gesagt, steckt viel dahinter. Und wundert euch nicht, wenn ihr die ersten Kämpfe alle verliert. So war es bei mir auch. Aber man kriegt ein Gefühl dafür, wenn man es spielt. Und ja, wir können den ersten Sieg mitnehmen, aber es kann auch so laufen. Zack, dead. Nächster Fight, verloren. Nächster Fight, gewonnen. Ja, deshalb gehe ich als Anfänger immer mit 10 Energiepunkten in die Arena, weil man einfach jetzt noch 3,5 mal mehr als in einem Adventure-Game bekommt. Das kann sich natürlich später ändern. So, falls man die Übersicht verliert, kann man hier auch nochmal sehen, wie viele Siege man noch braucht. Um die 5 Siege zu holen, könnt ihr auch ohne Energie kämpfen, nur dann ohne SLP-Belohnung. Den Sieg konnte man mitnehmen, also auch noch die 7 SLP. Da ich noch einen Energiepunkt übrig hatte, bin ich direkt nochmal in die Arena, um die 7 SLP mitzunehmen. Das hat auch funktioniert. So, dann nur nicht vergessen, die 50 SLP einzupacken und das war's auch schon für den Tagesrun. Mal sehen, was heute dabei rumkam und was ich jetzt in insgesamt einer Woche erfahren konnte. Hier seht ihr den aktuellen Tagespreis des Coins. Der liegt gerade etwas über 5 Cent. Wir konnten 6 mal 7 SLP aus der Arena und 22 SLP aus dem Adventure-Modus holen, plus die 50 aus der Tagesaufgabe. Mal den Tagespreis ergibt etwas über 6 Dollar für eine Stunde Spielen. Jetzt zeige ich euch noch, wie viel ich in einer Woche erspielen konnte. Die SLP sind erstmal 2 Wochen gesperrt, bevor man sie auszahlen kann. Mein Ziel ist es aber sowieso, sie zu halten und erst bei einem Kursanstieg umzuwandeln. Mit insgesamt 809 SLP habe ich die Woche knapp 43 Dollar verdient. Für ca. eine Stunde Arbeit am Tag. Das sinkt und steigt natürlich mit dem Kurs des Coins. Rechnet man es auf einen Monat, sind es über 170 Dollar. Ich habe letzte Woche im Hype knapp 700 Dollar für die 3 bezahlt und brauche knapp 4 Monate, um den Einsatz wieder drin zu haben und halte natürlich noch den Wert an den jetzigen Axies. Diese sind momentan kaum bezahlbar wegen den hohen Gebühren auf der Ethereum-Plattform. Hier seht ihr, wie man mit mehr Axies mehr Energie bekommt. Mehr Energie bedeutet auch, dass man mehr am Tag farmen kann. Ich warte definitiv, bis Ethereum seine Probleme gefixt hat und werde dann weitere kaufen oder selber züchten. Das Spiel kann auch auf dem Handy installiert werden, also wenn ihr Pufferzeiten habt oder Wartezeiten, wo ihr warten müsst, könnt ihr einfach das Spiel spielen und in der Zeit ein bisschen Geld verdienen. Das Ganze ist natürlich ab 18 oder ihr installiert einfach die App auf dem Smartphone eures Kindes und es spielt es auf dem Weg zur Schule, in der Bahn oder im Bus.
Über die App kann man nichts verkaufen und so kann euer Kind für euch Geld verdienen. Das war offiziell natürlich nur Spaß. Momentan kostet es allein den Exi auf dem Marktplatz zum Verkauf anzubieten $45. Und das muss man einfach boykottieren. Ich habe für die 3 jeweils $20 Gebühren bezahlt, was auch schon viel zu hoch ist. Bald werden noch Wochenaufgaben freigeschaltet, bei denen man nochmal sein Einkommen erhöhen kann. Falls ihr selber spielen wollt, wartet etwas und falls es euch interessiert, zeige ich euch, wie ihr überhaupt Exis kauft und die richtigen für ein starkes Starterteam findet, beziehungsweise wie ich vorgegangen bin. Abonniert den Kanal, falls ihr nichts in dem Bereich Geld verdienen mit Krypto-Games verpassen wollt. Ciao.